Warum kann es sein, dass die USA der größte Erdölproduzent der Welt sind und dennoch steigen die Benzinpreise dort infolge des Iran-Krieges an? Diese Frage und warum die Benzinpreise ein solch politisch brisantes Thema sind, darauf wollen wir einmal in diesem Video näher eingehen. Übrigens noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern oder Plan B beschäftigst und dabei eben auch geopolitische Fragen für dich durchaus wichtig sind. In welchem Land soll ich einen Plan B etablieren? Wohin soll ich auswandern? Dann lade ich dich herzlich zu unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B-Seminar ein, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Dort sind geopolitische Fragen natürlich gerade in der aktuellen Zeit extrem wichtig. Mit dabei ist auch das nächste Mal wieder der Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Wir haben neben dem nun tatsächlich eingetretenen Szenario, dem tatsächlich eingetretenen Krieg im Iran, auch andere geopolitische Szenarien schon durchgespielt in diesen Seminaren und dort erfährst du hinter verschlossener Tür Dinge, die du sonst nirgendwo hörst. Natürlich, General Warth ist ein Insider. Er hat Zugang zu Informationen, auf die Menschen wie du und ich normalerweise keinen Zugriff haben. Er berät strategisch große Unternehmen zu genau diesen Fragen und bei unserem Event kann er auch deine Auswanderungsfragen und alle Fragen rund zur Geopolitik, welches Risiko besteht in Deutschland zum Beispiel, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt wird, was wird mit der Wehrpflicht passieren und ähnliche Fragen, das alles wird er dir beantworten können und hat solche Fragen unsere Teilnehmer auch schon bei anderen Seminaren beantwortet. Also, wenn dich das Thema Plan B interessiert, zweite Staatsbürgerschaften, Kontoeröffnung im Ausland, Vermögensdiversifikation, Aufenthaltstitel, Immobilieninvestitionen, dann komm dazu, Termine auf unserer Webseite, alle weiteren Infos in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich hatte ja vor kurzem, vor wenigen Tagen, ein Video gemacht, wo ich davon gesprochen habe, wie Präsident Trump den Krieg im Iran leichtfertig begonnen hat, meiner Meinung, und er vor allen Dingen den Ölmarkt dort wohl komplett ignoriert hat. Ich hatte in diesem Video gesagt, dass ich davon ausgehe, dass aus diesem Grund allein Donald Trump sehr schnell versuchen wird zu verhandeln, einen Kompromiss zu finden und dass er sich in einem so wichtigen Wahljahr wie diesen garantiert nicht erlauben kann, dass die Benzinpreise und die Dieselpreise in den USA weiter steigen werden. Wir haben viele Kommentare zu diesem Video bekommen. Dabei ist mir klar geworden, dass manche Hintergründe zum Ölmarkt in diesem Video eigentlich gar nicht so klar herausgekommen sind und das möchte ich jetzt noch einmal nachholen. Vielen Dank natürlich für euer Feedback, für eure Kommentare. Die helfen uns natürlich enorm, weiterhin auch für euch interessante Videos zu produzieren. Aber fangen wir mit der ersten entscheidenden Frage an. Wie kann es sein, dass die USA, die der größte Erdölförderer der Welt sind, tatsächlich vor steigenden Ölpreisen sich fürchten müssen? Warum müssen die Politiker darauf Rücksicht nehmen? Wenn man sich Länder anschaut, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, dort gibt es ja auch ohne Ende sehr günstigen Sprit. Warum ist das in den USA nicht so, die ja noch mal mehr Erdöl fördern als Saudi-Arabien, deutlich mehr Erdöl fördern? Denn in Texas gibt es ja schier unermessliche Mengen an Öl, die man dort durch Fracking zutage fördern kann. Nun, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Saudi-Arabien und den USA. Während die gesamte Ölindustrie in Saudi-Arabien in staatlicher Hand ist, von staatlicher Hand kontrolliert wird, ist das in den USA überhaupt nicht so. Dort sind die Unternehmen privatwirtschaftlich in privater Hand. Dort haben Investoren wie du und ich die Ölförderung bezahlt und wollen natürlich auch entsprechend entlohnt werden. Die Amerikaner mögen ja patriotisch sein, aber beim Geld hört der Patriotismus auf. Es ist natürlich absolut unvorstellbar, dass ein Ölunternehmen in Texas zum Beispiel nun das Erdöl 50% günstiger verkauft auf dem lokalen Markt, damit in den USA die Spritpreise nicht steigen. Und natürlich kann man die Unternehmen dazu auch nicht zwingen, denn die USA, sie sind ja eine freie Marktwirtschaft. Dort besteht Kapitalverkehrsfreiheit. Ich kann mein Geld investieren, wie ich möchte und der Staat darf mich daran nicht behindern und dann möglicherweise Eigentum hier beeinträchtigen oder beschlagnahmen. Und auch jetzt hier irgendwelche Sondersteuern zu erheben, das wäre auch nicht die feine amerikanische Art.
Die Erdölunternehmen in den USA, in Texas, sie produzieren für den Weltmarkt. Sie wollen auch tatsächlich Weltmarktpreise dann bezahlt bekommen. Das heißt, wenn der Ölpreis steigt, wie es jetzt in den letzten Tagen passiert ist, dann freuen sich natürlich die Unternehmen in Texas, selbst wenn die USA in einen Krieg involviert sind. Sie freuen sich, die Ölpreise steigen, sie können höhere Gewinne einfahren. Natürlich können die USA den Ölpreis insofern steuern, indem sie die Fördermenge erhöhen. Aber so viele freie Kapazitäten gibt es da ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja auch nicht so in West Texas, dass das Öl da einfach aus dem Boden sprudelt, so wie in Saudi-Arabien, sondern da wird Öl über Fracking gefördert. Also ein ganz anderer Prozess. Und natürlich kann man die Kapazitäten ausbauen, aber das braucht natürlich alles Zeit und hängt natürlich auch wiederum stark vom Ölpreis ab. Je höher der Ölpreis, desto größer natürlich auch die Investitionsbereitschaft. Die nächste interessante Frage ist ja, wie wirkt sich nun der globale Ölpreis, denn wir haben ja gerade eben gesagt, was an der Tankstelle in den USA verkauft wird, hängt vom globalen Ölpreis ab. Wie wirkt sich nun der globale Ölpreis konkret auf den Preis, den man in den USA, zum Beispiel in Texas, an der Zapfsäule bezahlt? Nun, du weißt ja, vielleicht in den USA, dort werden Benzin und Diesel nicht per Liter verkauft, sondern per Gallone. Eine Gallone, das sind ungefähr 4 Liter. Momentan, heute am 5. März 2026, kostet eine Gallone Benzin an der Tankstelle hier in Austin, Texas, $2,87. Das sind ungefähr 20 bis 30 Cent mehr als noch vor ein paar Tagen. Diesel liegt ungefähr bei $3,20. Das ist in den letzten paar Tagen ungefähr um 40 Cent gestiegen. Nun, das sind natürlich sehr tiefe Preise. Umgerechnet kostet ja damit 1 Liter Benzin nur 60 Eurocent. Aber natürlich sind die amerikanischen Autos auch mit sehr großen Motoren ausgestattet. Das sind sehr leistungsfähige Fahrzeuge. Die verbrauchen natürlich auch viel mehr Sprit und man fährt auch viel mehr Auto, man fährt viel größere Distanzen. Deshalb sind für sehr viele Amerikaner die Spritkosten sehr wichtige Ausgaben in der Haushaltsplanung. Man sagt, dass alles unter $3 für die Leute in Ordnung ist. Zwischen $3 und $4 fangen die Leute schon an zu stöhnen, aber man kann es gerade noch so handeln. Aber alles über $4, das wird dann wirklich kritisch und da entlädt sich dann wirklich großer politischer Ärger. Und das ist natürlich schlecht für Trump, wie ich es in einem anderen Video schon erzählt habe, denn dieses Jahr sind Midterm-Elections in den USA. Eins will er auf keinen Fall, er will auf keinen Fall, dass die Benzin- und Dieselpreise steigen und somit den Wählern noch mehr Anlass geben, die Republikanische Partei nicht zu wählen. Nun muss man ja sagen, dass der Ölpreis, selbst wenn er in den letzten Tagen um 20% gestiegen ist, noch gar nicht so viel gestiegen ist, wie andere es vielleicht erwartet haben und auch befürchtet haben. Der Ölpreis lag heute bei $79. Das heißt, er ist ungefähr im Vergleich zum letzten Monat um 25% gestiegen. Viele hatten ja befürchtet, dass er auf über $100 in die Höhe schnellt. Das kann natürlich noch passieren. Und jetzt natürlich die interessante Frage, wie wirkt sich der Ölpreis konkret auf den Preis pro Gallone an der Zapfsäule in den USA aus? Ein Ölpreis von $60 pro Barrel bedeutet ungefähr, dass die Gallone Benzin in Texas $2,50 kostet. Ein Ölpreis von $65 bis $70 pro Barrel bedeutet, dass man an der Zapfsäule in Texas $2,70 bezahlt. Der aktuelle Ölpreis in Höhe von $80 deutet auf einen Benzinpreis an der Zapfsäule von rund $3 und ein bisschen mehr hin. Und $100 pro Barrel bedeutet, dass der Ölpreis in Texas und in den USA auf $4 pro Gallone steigt. Und das ist wie gesagt Benzin. Diesel ist sowieso nochmal etwas teurer. So, und bei allem über 4 kannst du davon ausgehen, dass die Leute in den USA auf die Barrikaden gehen werden und große Wut empfinden gegenüber den Politikern. In anderen Bundesstaaten sind auch noch die Steuern auf Benzin teurer als in Texas. In Texas sind es ungefähr 20 Cent pro Gallone, durchschnittlich in den USA 33 Cent, in Kalifornien sogar 90 Cent. Die Kalifornier machen das Gleiche wie die Deutschen, wie die Europäer. Sie zocken die Autofahrer so richtig ab. Das heißt, dort sind tendenziell die Benzinpreise dann natürlich auch noch teurer. Die Preise steigen schneller an. Das heißt, wenn in Texas die Gallone $2,70, $2,80 kostet, dann kostet sie durchschnittlich in den USA $3,20, aber in Kalifornien schon $4,80.
Wie gesagt, wenn der Durchschnittspreis von einer Gallone Sprit gerechnet auf die ganzen USA sich in Richtung 3,75 bis 4 Dollar bewegt, dann wird es tatsächlich kritisch für den Präsidenten. Und wie gesagt, damit müssen wir rechnen bei einem Preis pro Barrel von 95 Dollar bis 100 Dollar. Die große Frage also, was wird mit den Ölmärkten passieren? Warum sind die Ölpreise nicht schon stärker gestiegen? Nun, einige Gründe, die ich mir vorstellen kann, sind, dass die Märkte wahrscheinlich nicht glauben, dass die Straße von Hormuz tatsächlich langfristig geschlossen bleiben wird. Händler gehen davon aus, dass der Iran nicht langfristig in der Lage sein wird, diese Sperrung durchzusetzen, dass notfalls mit Waffengewalt die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird. Außerdem muss man ja sagen, dass auch Iran darauf angewiesen ist, die Straße von Hormuz zu nutzen, denn Iran will ja Erdöl nach China verkaufen. Ein weiterer Grund ist, dass die Produktion von Erdöl auch natürlich in Ländern wie Venezuela und den USA nicht zum Erliegen gekommen ist. Auch geht es momentan natürlich in der Golfregion noch weiter, auch wenn man nicht in der Lage ist, dort das Öl an den Kunden zu bringen. Dann sollten wir natürlich auch berücksichtigen, dass der Ölpreis ohnehin in letzter Zeit sehr niedrig gewesen ist und immer weiter gefallen ist, weil schlicht und ergreifend viel zu viel Öl gefördert wird, auch gerade auf dem amerikanischen Kontinent, das heißt in den USA, in Brasilien, Guyana, Kanada. Und schließlich und endlich glauben auch viele Händler, dass dieser Krieg nicht sehr lange dauern wird, aus den Gründen, die ich bereits genannt habe. Man wird verhandeln wollen, man will nicht riskieren seitens der USA, dass es zu einer Eskalation auf den Ölmärkten kommt. Was könnte dazu führen, dass der Ölpreis zum Beispiel auf 120 Dollar pro Barrel steigt? Nun, wenn die Straße auf Hormuz tatsächlich für viele Wochen gesperrt bleibt, wenn Ölfelder in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt angegriffen werden mit Raketen vom Iran oder wenn der Iran komplett seine Exporte einstellt, das wären natürlich alles Gründe, die möglicherweise zu einem starken Anstieg des Ölpreises führen könnten. Der große Nachteil eines Krieges ist natürlich immer, dass der Krieg sehr schnell außer Kontrolle geraten kann. Die Iraner beschießen Ziele in vielen verschiedenen Ländern. Es sind mittlerweile Kriegsschiffe vieler verschiedener Länder, auch etlicher europäischer Länder, Italien, die Niederlande, Frankreich, Spanien, diesen Konflikt involviert, auch wenn ihr Einsatzreihen dem Schutz Zyperns zählt zum Beispiel. Was passiert aber zum Beispiel, wenn eine Rakete ein solches Schiff trifft und ein solches Schiff sinkt? Man redet ja in der NATO ja schon offen über einen Bündnisfall nach Artikel 5. Auch wenn man momentan sagt, das wollen wir auf keinen Fall machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Kontrolle komplett verliert, sie ist bei jedem Krieg extrem groß und das kann natürlich fatale Folgen haben, sowohl für Leib und Leben der Zivilbevölkerung, der Soldaten und natürlich auch weitreichende wirtschaftliche Folgen, wie zum Beispiel eben ein starker Anstieg des Ölpreises. Es bleibt also spannend und wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung und Plan B beschäftigst, dann sind das natürlich unbedingt Themen, die du mit berücksichtigen musst. Sie sind ja ganz entscheidend für die Auswahl des richtigen Plan B oder Auswanderungsziellandes. Für viele wird es in der aktuellen Situation sicherlich so sein, dass sie zum Beispiel nicht mehr nach Dubai auswandern wollen, auch wenn sie davor ziemlich sicher waren, dass sie das genau machen werden. Viele werden vielleicht Zypern meiden. Viele werden möglicherweise vermehrt in Rohstoffe investieren oder in Rüstungsunternehmen. Viele werden sich auch ob dieses ganz realen Kriegsrisikos natürlich dafür entscheiden, Deutschland, die EU, Europa, den Mittleren Osten und ähnliche volatile Regionen lieber früher zu verlassen als später, insbesondere dann, wenn man Enkel hat, die möglicherweise von einer Wehrpflicht dann betroffen sein könnten. Auch wenn Deutschland nicht in diesen Krieg involviert werden will und bisher keine Schiffe schickt, kann es auch in Deutschland passieren, dass man in einen Krieg hineingezogen wird. Das ist, wie gesagt, das Risiko des Krieges, insbesondere für ein Land wie Deutschland, wo ja wichtige amerikanische militärische Infrastruktur vorhanden ist und wo in vieler Hinsicht natürlich auch die Fäden solcher Operationen wie die im Iran zusammenlaufen. Wenn auch das Themen sind, die auch dich nachts wach halten, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen. Andernfalls natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Details zu allem auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu helfen. Auswanderung ins Ausland, steuerliche Optimierung, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensdiversifikation und Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.